Sich kennenlernen. Hallo, wie heißt du? Hallo, ich heiße Lukas. Und du? Ich bin Maria. Freut mich, dich kennenzulernen. Ganz meinerseits. Wie alt bist du? Ich bin 22. Und du? Ich bin 25. Wohnst du hier in Berlin? Ja, ich wohne in der Alexanderstraße, in der Nähe vom Alexanderplatz. Und du? Ich wohne in München, aber jetzt bin ich eine Woche in Berlin. Schön. Bist du im Urlaub? Ja, ich möchte das Brandenburger Tor und den Reichstag besuchen. Gute Wahl. Um wie viel Uhr gehst du zum Brandenburger Tor? Morgen früh um 10 Uhr. Das Ticket kostet 16 Euro. Das ist nicht schlecht. Gehst du danach in ein Restaurant hier in der Nähe essen? Vielleicht ja. Kennst du ein gutes und günstiges Lokal? Ja. In der Goethestraße gibt es das Gasthaus zum Hans. Ein Teller Bratwurst mit Sauerkraut kostet 8 Euro. Perfekt. Ich liebe Bratwurst. Ich auch. Und was machst du beruflich? Ich studiere Sprachen an der Universität München. Und du? Ich arbeite in einer Buchhandlung hier in Berlin. Interessant. Liest du gerne? Ja, sehr. Vor allem historische Romane. Ich mag lieber Krimis. Schön. Wollen wir unsere Telefonnummern austauschen? Klar, gerne. Danke. Es war schön, mit dir zu reden. Auch für mich. Wir sehen uns bald. Beim Picknick. Hallo. Bist du schon im Park? Hallo. Ja, ich bin seit einer halben Stunde hier in der Nähe vom Tiergartensee. Perfekt. Ich habe eine große Decke mitgebracht. Super, so können wir im Schatten sitzen. Was hast du zu essen mitgebracht? Ich habe belegte Brötchen mit Schinken und Käse und auch Obst. Äpfel und Trauben. Gute Idee. Ich habe einen einfachen Apfelkuchen gebacken. Lecker. Hast du auch etwas zu trinken mitgebracht? Ja, eine Flasche Wasser und eine Flasche Orangensaft. Sehr gut. Ich habe ein Getränk im Supermarkt gekauft. Es hat einen Euro gekostet. Willst du mit den Brötchen oder mit dem Obst anfangen? Zuerst Brötchen, dann Obst. Gut. Vorsicht. Es ist ein bisschen windig. Ja, die Tischdecke fliegt weg. Legen wir die Tasche darauf. Gelöst. Wie viele Leute heute im Park? Ja, es ist Sonntag und warm. Nach dem Essen wollen wir spazieren gehen? Gerne. Es gibt einen Weg, der bis zum kleinen Zoo führt. Schön. Um wie viel Uhr schließt der Park? Um 20 Uhr. Wir haben noch viel Zeit. Perfekt. Willst du jetzt ein Stück Kuchen? Ja, danke. Der ist wirklich gut. Ich freue mich, dass er dir schmeckt. Es ist ein sehr schönes Picknick. Danke für die Einladung. Danke dir für die Gesellschaft. Dann essen wir noch ein bisschen und gehen danach spazieren. Ja, einverstanden. Schönes Picknick. Schönes Picknick auch dir. Über Bücher sprechen. Hallo. Liest du gerne? Hallo. Ja, sehr. Und du? Ich auch. Welches Genre magst du? Ich mag Fantasy-Bücher, weil sie magische Welten haben. Interessant. Ich bevorzuge lustige Bücher, sie bringen mich zum Lachen. Liest du oft? Ja, meistens abends vor dem Schlafen. Ich lese am Morgen, im Café mit einem Cappuccino. Schön. Magst du auch Reisebücher? Ja, sehr. Es ist wie Reisen mit der Fantasie.
Stimmt. Ich lese auch Geschichtsbücher. Ich mag es, über die Vergangenheit zu wissen. Ich mag eher Abenteuerbücher. Sie sind spannend. Liest du Bücher in der Bibliothek oder kaufst du sie? Meistens in der Bibliothek, weil es kostenlos ist. Ich kaufe Bücher in der Buchhandlung. Ein Roman kostet etwa 10 Euro. Und Kochbücher? Magst du sie? Ja, ich habe eins zu Hause mit deutschen Rezepten. Schön. Ich habe ein kleines Buch mit einfachen Rezepten, wie Kartoffelsuppe. Wie viele Bücher liest du im Monat? Vielleicht 2 oder 3. Und du? 1 oder 2. Hängt von der Zeit ab. Verstehe. Auch nächstes Mal können wir ein Buch austauschen. Gute Idee. Gut, danke für das Gespräch. Beim Kosmetiker. Guten Tag, Frau Doktor. Guten Tag, willkommen. Wie geht es Ihrer Haut heute? Sie ist ein bisschen trocken und müde. Verstehe. Dann können wir eine Gesichtsreinigung mit Feuchtigkeitsmaske machen. Wozu dient die Reinigung? Sie entfernt Unreinheiten und abgestorbene Zellen. Danach atmet die Haut besser. Interessant. Und die Maske? Die Feuchtigkeitsmaske macht die Haut weich und strahlend. Sehr nützlich im Winter. Wie lange dauert die Behandlung? Ungefähr 40 Minuten. Zuerst Reinigung, dann Dampf, am Ende die Maske. Wozu dient der Dampf? Er öffnet die Poren, so wird die Haut sauberer. Verstehe. Tut es weh? Nein, es ist sanft und entspannend. Gut. Macht man diese Behandlung oft? Einmal im Monat ist ideal. Und Gesichtsmassage? Machen Sie das auch? Ja, sie dauert 10 Minuten. Sie verbessert die Durchblutung und entspannt die Muskeln. Sehr gut. Und nach der Behandlung, was soll ich tun? Nur einige Stunden kein Make-up und viel Wasser trinken. Perfekt. Kann ich heute Reinigung mit Maske und Massage machen? Natürlich, wir können sofort anfangen. Danke, Frau Doktor. Ich freue mich schon, meine Haut frischer zu spüren. Sie wird strahlend und weich sein. Sie werden den Unterschied sehen. Wunderbar. Dann beginnen wir. Bitte entspannen Sie sich und schließen Sie die Augen. Im Autohaus. Guten Tag. Ist das Autohaus Auto Berlin in der Karl-Marx-Allee? Ja, guten Tag. Willkommen. Kann ich Ihnen helfen? Ich möchte ein kleines Auto für die Stadt sehen. Natürlich. Wir haben den neuen VW Polo Hybrid 2025 und auch den E-Golf. Der Polo interessiert mich. Ist er hier verfügbar? Ja, wir haben ein blaues Modell neu. Baujahr 2025. Kann ich es aus der Nähe sehen? Natürlich, kommen Sie mit. Hier ist das Auto. Sehr schön. Wie viele Sitze hat es? 5 Sitze mit geräumigem Kofferraum. Verbraucht es viel? Nein, es ist Hybrid. Etwa 4 Liter pro 100 Kilometer. Super. Hat es Klimaanlage? Ja, und auch ein digitales Navi. Kann ich mich hineinsetzen? Natürlich, bitte sehr. Der Sitz ist bequem. Mir gefällt das Display. Möchten Sie eine Probefahrt machen? Ja, gerne. Wie lange dauert sie? Etwa 20 Minuten hier im Viertel. Perfekt. Gibt es auch andere Farben? Blau,
Silber, Metallic und Rot. Ich bevorzuge Silber. Gut. Nach der Probefahrt können wir über die Dokumente und Lieferung sprechen. Sehr gut. Dann gehen wir die Probefahrt machen. Natürlich, ich bereite die Schlüssel vor. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Danke Ihnen, es ist ein Vergnügen. Bis gleich zur Probefahrt. Bis gleich, gute Besichtigung. Beim Psychologen. Guten Tag, Herr Doktor. Guten Tag, wie geht es Ihnen heute? Ich bin ein bisschen nervös. Morgen habe ich eine Prüfung. Verstehe. Ist es eine wichtige Prüfung? Ja, Mathematik an der Universität. Haben Sie gut gelernt? Ja, aber ich habe Angst, alles zu vergessen. Das ist normal. Atmen Sie tief und entspannen Sie sich. Aber nachts schlafe ich schlecht. Vor dem Schlafen können Sie ein leichtes Buch lesen oder ruhige Musik hören. Gut, ich probiere es heute Abend. Und während der Prüfung denken Sie daran. Machen Sie eine Pause, trinken Sie etwas Wasser. Ja, ich nehme eine kleine Flasche mit. Sehr gut. Sie sind vorbereitet. Sie müssen nur Vertrauen in sich selbst haben. Danke, ich fühle mich schon besser. Das freut mich. Sehen wir uns nächste Woche wieder? Ja, am Mittwoch um 17 Uhr passt gut. Perfekt. Viel Glück für die Prüfung. Vielen Dank, Herr Doktor. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, bis bald. Im Bus. Guten Tag, ist dieser Platz frei? Ja, bitte setzen Sie sich. Danke. Wissen Sie, wann der Bus zum Hauptbahnhof Berlin abfährt? Er fährt um 9:15 Uhr in ein paar Minuten. Perfekt, ich muss zum Zug. Ich auch. Ich fahre zum Hauptbahnhof und nehme dann die U-Bahn. Praktisch. Benutzen Sie oft diese Linie? Ja, fast jeden Tag zur Arbeit. Ist der Bus normalerweise pünktlich? Nicht immer. Manchmal 10 Minuten Verspätung. Verstehe. Wie viel kostet das Ticket? 3 Euro, Sie können es im Kiosk oder mit der App kaufen. Ich habe es im Café in der Goethestraße gekauft. Gut. Wo steigen Sie aus? An der Haltestelle Potsdamer Platz. Dann steigen wir zusammen aus. Ich muss dort umsteigen. Wissen Sie, wie lange die Fahrt bis Potsdamer Platz dauert? Ungefähr 20 Minuten, wenn kein Stau ist. Ich hoffe, ich komme rechtzeitig zum Zug um 10. Ich denke ja, heute ist die Straße frei. Gut. Ist der Bus morgens sehr voll? Ja, um 8 Uhr ist er überfüllt. Jetzt weniger. Umso besser. Wohnen Sie hier in Berlin? Ja, ich wohne in der Nähe der Karl-Marx-Allee. Und Sie? Ich bin Tourist, komme aus Polen. Ich bleibe 3 Tage in Berlin. Schön. Berlin ist groß, es gibt viel zu sehen. Ja, gestern habe ich das Brandenburger Tor besucht. Heute gehe ich in den Reichstag. Gute Wahl. Danke für die Informationen, Sie sind sehr freundlich. Aber gerne. Gute Reise und viel Spaß in Berlin. Auf dem Fischmarkt. Guten Tag. Ist das der Fischstand auf dem Fischmarkt Hamburg? Ja, willkommen. Möchten Sie sich umschauen? Ja, danke. Welchen frischen Fisch haben Sie heute? Wir haben Dorade, Seebarsch, Thunfisch, Lachs und auch Tintenfische. Interessant. Dorade ist gut im Ofen, oder? Ja. Im Ofen mit Zitrone und Kartoffeln ist sie perfekt. Und der Seebarsch? Wie kocht man ihn normalerweise?
Viele grillen ihn mit etwas Öl und Rosmarin. Lecker. Und der Thunfisch? Thunfisch ist ausgezeichnet in der Pfanne. Nur 1 Minute pro Seite. Verstehe. Und der Lachs? Lachs ist gut roh für Sushi oder gedämpft mit Gemüse. Ich liebe gedämpften Lachs. Haben Sie auch Muscheln? Natürlich, sie sind ideal für Spaghetti. Nur Knoblauch, Öl und Petersilie. Das mag ich sehr. Und die Tintenfische? Man kann sie frittieren, dann sind sie knusprig. Oder gefüllt im Ofen. Oh, gefüllt habe ich nie probiert. Womit füllt man sie? Mit Brot, Knoblauch, Petersilie und etwas Käse. Sehr interessant. Haben Sie einen Lieblingsfisch? Ich liebe Dorade, weil sie leicht und fein ist. Ich auch. Dann nehme ich heute eine Dorade. Sehr gut. Soll ich sie gleich ausnehmen? Ja, bitte. So kann ich sie heute Abend kochen. Perfekt. Dann ist sie bereit für den Ofen. Vielen Dank, Sie waren sehr freundlich. Danke Ihnen. Guten Appetit und schönen Tag. Auf Wiedersehen. Bis bald. Im Zirkus. Guten Tag. Ist das der Zirkus Wunderbar? Ja, willkommen. Möchten Sie Tickets für die heutige Vorstellung? Ja, um wie viel Uhr beginnt sie? Um 18 Uhr und dauert etwa 1,5 Stunden. Perfekt. Gibt es vorne noch freie Plätze? Ja, in den ersten Reihen direkt an der Manege. Super, dann bitte 2 Tickets. Hier sind sie. Möchten Sie auch ein Programm der Vorstellung? Ja, danke. Was sehen wir heute Abend? Es gibt Clowns, Trapezkünstler, Jongleure und eine Show mit Pferden. Fantastisch. Dürfen Kinder vorne sitzen? Natürlich, Kinder haben immer reservierte Plätze in der ersten Reihe. Gut. Gibt es auch eine Pause? Ja, nach 45 Minuten. In der Zeit können Sie Popcorn oder Zuckerwatte kaufen. Schön. Wie viel kostet eine Tüte Popcorn? 2 Euro. Dann kaufen wir eine in der Pause. Gute Idee. Haben Sie diesen Zirkus schon gesehen? Nein, es ist das erste Mal. Dann wird es eine schöne Überraschung. Die Trapezkünstler sind hervorragend. Ich kann es kaum erwarten. Und die Clowns bringen alle zum Lachen, auch Erwachsene. Ich mag die Atmosphäre im Zirkus sehr. Ich auch. Es ist ein Fest für die ganze Familie. Danke für die Informationen, Sie waren sehr nett. Danke Ihnen. Viel Spaß bei der Show und schönen Abend. Auf Wiedersehen.